Es gibt Verspannungs- und Schmerzbrennpunkte am ganzen Körper, die bei den meisten Menschen gleich sind. Einfach deswegen, weil unsere Lebensweise, genauer unsere Weise, uns zu bewegen und bestimmte Haltungen wie das Sitzen oft einzunehmen, biomechanisch dazu führen. Muskeln und Faszien passen sich permanent an unser Bewegungsprofil an, das dann zu den jeweiligen Schmerzen führt. Das Bewegungsprofil zu ändern ist oft schwer, weil wir eben sitzen. Du deinen Beruf, deinen Sport, dein Hobby hast und du gerne das so weitermachst und weiter so lebst. Aber das ist auch gar nicht nötig, diese Änderung. Ergänze einfach deine Alltagsbewegung durch einige Übungen, meist lang 10 bis 15 Minuten am Tag. Es müssen aber effiziente Übungen sein, die in kürzester Zeit maximale Veränderungen auslösen. Und genau darauf sind wir von Liebscher Pracht spezialisiert. Du glaubst das nicht? Dann frag deinen Körper. Glaub keinem, frag deinen Körper. Nur er kann entscheiden, ob diese Übungen wirklich helfen. Probiere es aus und sei gespannt, was er sagt. Damit du dich selbst davon überzeugen kannst, habe ich dir 5 Übungen zusammengestellt, die bei Schmerzen von Kopf bis Fuß helfen können. Mach vorher eine Bestandsaufnahme, wo du Schmerzen oder Verspannungen hast. Mache nur diese 5 Übungen, vorerst mal 10 Tage lang und schau, was passiert. Ich gehe stark davon aus, dass du begeistert sein wirst. Und du bekommst noch mehr. Bei 3 von den 5 Übungen kriegst du am Ende noch Turbos, Verstärker, die die Effizienz nochmal deutlich nach oben steigern. Was mich jetzt total interessieren würde, solche Erklärungen vor den Übungen. Wie gefällt dir das? Kommentier doch mal und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Und wir beginnen mit der ersten Übung. Die erste Übung, da suchst du dir bitte einfach eine Wand und gehst etwa eine halbe Schrittlänge vor die Wand mit den Händen dagegen. Ziehst den Bauchnabel ein, bringst die Leisten nach vorne, ziehst den Bauchnabel zurück, dann merkst du die Dehnung hier im oberen, vorderen Oberschenkel in die Leisten rein, vielleicht zieht es auch in den Rücken, vielleicht in die Hüftgelenke und dann gibst du ganz dosiert und vorsichtig immer ein bisschen mehr Dehnung. Merkst, dass die Intensität zunimmt, je weiter du mit den Leisten vor und mit dem Bauchnabel zurückgehst. Und darauf konzentrierst du dich jetzt bitte. Machst das immer weiter, fühlst rein, die Beine sind so ganz leicht gebeugt. Streck sie mal versuchsweise, dann merkst du, dass die Intensität der Dehnung zunimmt. Und dann atme dich immer weiter rein. Und fühle, wie du immer mehr nachgibst, ja? Wie du immer weiter nach hinten gehen kannst und die Leisten nach vorne nimmst. Das ist die Zeit, die dein Körper und deine Strukturen einfach brauchen, um sich daran anzupassen, an den Reiz, den du setzt. Und wenn der immer wieder gesetzt wird, wenn die Übungen wiederholt werden, wird es eine langfristige Veränderung. Die wollen wir ja. Und dann gehst du langsam wieder raus. Immer vorsichtig nach diesen Dehnungen, schön langsam bewegen. Und jetzt bleibst du stehen, nimmst die Füße etwa schulterbreit, streckst die Knie vollständig durch und gehst langsam nach unten. Stütz dich aber auf deinen Beinen. Und wenn du merkst, dass es in den Kniekehlen zu unangenehm wird, dass es nicht mehr positiv ist, dann stoppst du und wartest, gehst dann wieder weiter. Und du merkst genau, was sich verändert, weil ihr mit den Händen immer weiter nach unten rutscht. Bei der ersten Übung an der Wand haben wir das Sitzen ausgeglichen, dieses dauernde Gebeugtsein im Hüftgelenk. Bei der Übung jetzt gehen wir in die Reaktion im unteren Rücken. Also die beiden ersten Übungen sind total wichtig für die Freiheit von Rückenschmerzen, aber hier gehen wir jetzt auch schon in die Knie praktisch rein. Vorhin war auch schon die BWS involviert. Je weiter du mit dem Gewicht nach vorne gehst, umso mehr merkst du deine Waden. Da kommen die Waden rein, das ist auch gut für die Fußgelenke und nochmal besser für die Knie. Geh immer weiter runter.
und atme dich immer mehr rein. Ziel ist natürlich, dass du mit den Fingerspitzen oder auch mit den Fäusten zum Boden kommst oder auch noch mehr, aber Schritt für Schritt. Und egal in welcher Höhe du bist, jeder halbe Zentimeter schon, ja, den du da mehr Spielraum hast, den du weiter Richtung Boden kommst, den wirst du schon ein Wohlgefühl feststellen. Und dann gehst du langsam wieder hoch. Fühl mal rein, überstreck noch ein bisschen der Gegenbewegung. Jetzt machen wir die Übung Nummer 3. Jetzt gehen wir in eine Ecke oder vor einen Türrahmen, nehmen die Arme horizontal und dann 30 Grad nach oben, also ungefähr so ein Stück. Ein Fuß zurück, ein Fuß nach vorne und geh mit dem oberen Ende des Brustbeins immer weiter in die Ecke und dann spürst du die Dehnung in den Ellenbogen, vorne an der Brust, in der Schulter oder die ganzen Arme bis hinein die Fingerspitzen kann das sein. Und immer dran denken, alles was du da spürst, wo gedehnt wird, das ist kurz und wir machen es länger. Und darin besteht unsere Hauptaktivität, um die Schmerzen im ganzen Körper zum großen Teil, zum allergrößten Teil in den Griff zu bekommen. Achte darauf, dass die Ellenbogen vollständig gestreckt sind. Und wenn du weiter in die Ecke möchtest, dann beuge deine Finger ein bisschen, heb den Handballen ab, dann beugen sich ein bisschen die Ellbogen und dann gehst du wieder weiter rein und streckst die Arme wieder und hast praktisch dann die nächste Dehnintensität erreicht. Schön atmen, immer darauf achten, dass die Intensität gerade noch gut erträglich ist. Immer weiter reinarbeiten und achte darauf, dass du nicht mit dem Becken nach vorne in die Ecke dich bewegst, sondern dass du mit dem oberen Ende des Brustkorbs dich rein bewegst. Und dann gehst du langsam wieder raus. Wenn du keine Ecke hast, an der du üben kannst, dann klicke mal hier, da findest du eine Variante, die du auf dem Boden auf der Matte machen kannst. Die nächste Übung machen wir auf der Matte. Setz dich bitte hin und jetzt teste mal, wie weit kannst du mit fangen wir mit dem linken Bein an, dein linkes Bein so vor dich stellen, dass praktisch der Winkel plus minus 90 Grad ist, ein bisschen weniger als 90 Grad und dein rechtes Bein so weit nach links stellen, dass ich hier, siehst du mit den Füßen, ich mache so ein bisschen so eine Bewegung mit den Füßen und kann dann das rechte Bein weiter nach links ziehen. Und damit sich das nicht kollidiert, nimmst du das rechte ein bisschen offener als 90 Grad und das linke ein bisschen geschlossener als 90 Grad. Wichtig ist, dass die Füße möglichst weit zur Seite zeigen und dann merkst du vielleicht schon in beiden Gesäßhälften, dass es zieht. Und darum geht es jetzt auch. Ja? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig fürs Gesäß und auch für deinen unteren Rücken. Halte dich so fest, auch wenn deine Füße vielleicht weiter vorne stehen, weil du nicht so stark das alles ineinander schieben kannst, dann wirst du deine Position finden, in der du trotzdem die Dehnung im Gesäß auslösen kannst. Geh immer weiter nach vorne und dann merkst du, wie das Gesäß immer mehr Dehnungsintensität bekommt. Wenn du diese Übung wiederholst, dann wechsle einfach täglich das Bein, was vorne ist oder was oben ist. Ja? Atme schön rein, zunehmend immer mehr. Wenn du magst, kannst du die Hände nach vorne absetzen und kannst dich auch am Boden weiterziehen. Wenn du noch sehr weit oben bist, dann zieh dich einfach an den Beinen nach vorne.
Und du merkst ja auch, es zieht im linken und im rechten Bein ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ist das tägliche Wechseln so wichtig. Immer weiter nach vorne ziehen. Und dann kommst du langsam wieder raus. Und wir kommen zur letzten Übung. Die letzte Übung, du gehst in den Kniestand und guckst mal, wie weit kommst du nach unten mit dem Gesäß. Bestenfalls kannst du dich absetzen. Ich sage immer, wer nicht mindestens eine halbe Minute entspannt so auf den Fersen sitzen kann, der hat schon ein Problem mit den Knien, von dem man noch gar nichts weiß. Weil das kann vielleicht noch schmerzfrei sein und die können auch einigermaßen beweglich sein, aber dann bist du schon ganz schön verkürzt. Ja? Also das solltest du mindestens hinbekommen. Wenn du das nicht hinbekommst jetzt, dann bleib einfach in der Höhe, die gerade so geht und dehne immer weiter. Wer sich schon absetzen kann, der geht jetzt mit dem Rumpf nach hinten. Und dabei ist total wichtig, dass du schön den Bauchnabel mitnimmst. Ja? Nimm den Bauchnabel mit, dann merkst du hier einen sehr, sehr starken Zug. Jetzt geht es wieder um die Kniefreiheit von Schmerzen, um die Hüfte und um den unteren Rücken. Ja? Also alle diese drei Regionen werden vom schmerzbefreienden Vorgehen angesprochen sozusagen. Lass dich immer weiter runter und geh halt so tief, wie es möglich ist. Schön ein- und ausatmen. Und wenn wir damit jetzt durch sind, stellen wir uns nochmal auf, laufen ein bisschen hin und her. Und du fühlst mal in alles rein, was du dir vorher so gemerkt hast. Ja, wir hatten ja gesagt, mach mal vorher so eine Bestandsaufnahme und das vergleichst du jetzt mal. Wir sind jetzt gleich durch, dann komm langsam wieder hoch, geh ein bisschen nach vorne, komm mit deinen Fußspitzen Richtung Knie, komm nach hinten, stell dich auf und komme langsam nach oben. Und fühl mal rein. Fühl mal rein. Und wenn du jetzt merkst, hey, da hat sich schon was getan, dann wäre es toll, wenn du das mal beschreibst in den Kommentaren. Und da würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und jetzt hatte ich ja versprochen, du bekommst für 3 Übungen noch Booster, noch Verstärker. Jetzt kommt der Turbo für die erste Übung. Das war die an der Wand. Erinnere dich, du warst so und so. Und der Turbo ist jetzt, du lässt den Kopf noch dazu nach unten und nimmst die Arme nach oben und ziehst dich richtig nach unten. Das kannst du, wenn du die Übung machst, am Schluss quasi einbauen. Zweiter Turbo. Für die hinteren Beine, du dehnst die Waden vor. Auf dem Knieretter oder auf ein paar Büchern, die du unterlegst. Und dann wirst du merken, ach du Schreck, das ist ja nochmal viel intensiver, aber wir lieben das Intensive, weil dann passiert ja auch was. Und der dritte Turbo, da geht es um die letzte Übung, der Fersensitz. Viele kommen da ja nicht runter und deswegen kannst du den Rückenretter nehmen oder ersatzweise ein paar Bücher, die du übereinander stapelst und dann gehst du genau in die Höhe, die du hinbekommst und kannst dich dann ganz entspannt nach hinten bewegen. Das Wichtige daran ist, dass du dann, auch wenn du noch nicht im Fersensitz bist, von dieser Übung profitieren kannst. Weil das nach hinten gehen des Rumpfes ist entscheidend, weil da ein Muskelanteil des Quadrizeps, der über die Hüftgelenke geht, noch mit in der Übung drin ist und deine Entspannung geht dann schön nach hinten. Und ich nutze jetzt mal die Zeit, die ich das genieße, weil da geht es ja um die Hilfsmittel, also der Knieretter und der Rückenretter. Diese Sachen, die habe ich mir ja konzipiert für euch, damit die Übungen leichter fallen, du sie effizienter machen kannst und auch Zeit sparen kannst, weil du es mit anderen Tätigkeiten koppeln kannst. Wenn du Infos willst darüber, dann klickst du bitte auf die jeweiligen Bilder des Hilfsmittels und dann bekommst du die Infos, die du haben möchtest. Jetzt haben wir noch eine Playlist
Ganzkörperroutine, da klickst du bitte hier drauf. Wenn du da unten klickst, kriegst du dein Abo, am besten auch mit Glocke, damit du kein Video verpasst. Und teile bitte dieses Video, weil das ist ein Video, was total wichtig ist, weil es um den ganzen Körper geht. Und lass uns verbreiten die Kunde, dass man sich selbst helfen kann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.